macht ihr das, wenn ihr 3 Monate auf eine Reise geht und das so alles vorneweg zu organisieren? Das ist eine Frage, die mich erreicht hat und die beantworte ich hier in diesem Video. Vornab sei schon gesagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ich bin Sam Zimmermann, 42 Jahre alt, aus der Schweiz. Ja, wie machen wir das, wenn wir 3 Monate lang auf eine längere Reise gehen und dann so vorneweg die Dinge organisieren müssen? Also vor der Reise meine ich. Das ist eine Frage, die mich erreicht hat aufgrund des Videos, das ich gemacht habe, wo ich auch erzählt habe, dass wir 3 Monate lang eben unterwegs waren im letzten Jahr. Wenn man so eine längere Reise plant, dann steht man relativ schnell vor einigen Herausforderungen. Wenn man es den Leuten erzählt, dass man sowas vorhat, dann kommen so Antworten oder Bedenken und die Menschen sagen, ja, schafft das nicht extrem viele Probleme, hast du nicht Angst? Und vor allem das Wort Probleme taucht dann oft auf. Ich habe vorher schon gesagt, ich sage dem neue Herausforderungen, weil Probleme tönt so ein bisschen unüberwindbar und Herausforderungen tönt eben nach etwas, wo man sich dran wagen kann und eben auch darüber hinwegkommen kann. Deshalb ein erster Punkt als Teilantwort zu dieser schönen Frage. Nun, ich möchte hier gerne 3 weitere Punkte aufbringen, die zu guten Lösungen führen können, nicht nur speziell beim Reisen, aber auch ganz klar dabei. Glaube an deine Lösung. Glaube daran, was du dir erdenkst. Das ist der erste Punkt. Also, denken. Es gibt für alle Herausforderungen, für jedes Problem gibt es eine Lösung und man darf es nur vorneweg sich erdenken und dann muss man daran glauben. Zum Beispiel haben wir für die 3-monatige Reise entschlossen, die Wohnung, die wir mieten, unterzuvermieten. Jemanden da reinzulassen und da zu wohnen, weil wir ja weg sind. Gleichzeitig wollten wir jemanden haben, der auch noch auf unsere Post etwas aufpasst, die Dinge öffnet und uns kommuniziert, wenn was Wichtiges postal bei uns eingetroffen ist. Wir haben uns relativ schnell erdacht, dass es hilfreich ist, wenn wir jemanden finden, der das gleich beides auf einmal machen kann, damit wir nicht irgendwie die Post zu jemandem weitersenden müssen. Und das hat wirklich geholfen, dass wir sofort auch nach so jemandem gesucht haben. Jedoch haben wir nicht im Internet dann ausgeschrieben, wir haben eine Wohnung zu vermieten und die Person soll gleich noch auf unsere Post aufpassen. Nein, wir haben es uns erdacht. Wir haben daran geglaubt und haben gewusst, dass wir so jemanden finden werden. Wir haben dann die Wohnung natürlich ausgeschrieben und ja, wir haben so jemanden gefunden. Es hilft also, die Dinge detailliert zu erdenken und dadurch auch die Lösung zu erreichen. Ich habe schon gesagt, es hilft, die Dinge auszuschreiben oder eben zu streuen. Das ist der zweite Tipp. Also, wenn du eine Herausforderung hast, die du spürst, dass es hilft, wenn du von außen auch Inputs kriegst oder Hilfe, dann unser Tipp, mein Tipp, streue es. Erzähle es deiner Familie, erzähle es deinen Freunden, erzähle es der ganzen Welt. Heute ist das ja mit dem Internet kein Ding mehr. Und so findet man viel schneller die Lösung. Und Punkt Nummer 3, ich habe es übrigens hier aufgeschrieben, ja, jetzt sieht man es wahrscheinlich in der Kamera. Ich soll es weiter nach unten machen, okay, gut. Sei offen für andere Lösungen, sei offen für Veränderung.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich dir hier geben will. Wenn du dir etwas erdenkst, etwas so Grundsätzliches dir überlegst, dann bleib trotzdem offen für eine Variante davon oder für vielleicht eine ganz andere Lösung, um so auch offen zu sein für eine andere Variante. Jetzt stört uns hier gerade ein Hund, der rennt da übers Feld. Wunderbare Sache. Zeig den mal. Der ist doch super. Genau. Also so ist das, wenn man halt in der Natur filmt und nicht nur so eine weiße Leinwand oder sowas in den Rücken stellt, dann hat man auch mit solchen Herausforderungen zu kämpfen. Und trotzdem tun wir es einfach. Das ist so ein Extra-Tipp. Tu die Dinge trotzdem, trotz Herausforderungen, trotz Problemen. Es gibt eine Lösung. Eben. Zurück zu dem dritten Punkt mit der Außensicht. Es gibt auch die eigene persönliche Außensicht. Das sieht dann so aus, man steht auf die Seite und schaut sich das Ding, die Herausforderung an und sagt, was könnte jetzt hier eine andere Lösung sein, um einfach rauszugehen aus seinem Ding, vielleicht ganz physisch, so wie ich es jetzt gezeigt habe, um dann eine andere Lösung sich erdenken zu können. Und ich verspreche dir, probier es aus. Es funktioniert. Man muss es einfach tun. Ein extra Tipp zusätzlich, wenn man für eine Reise was unternehmen will, vorne ab, setz dir ein Datum. Also falls du so einen Traum hast, irgendwo hinzugehen auf eine Reise, ein ganz wichtiger Tipp zum Organisieren ist, mach dir ein Datum, um dann auch loszugehen. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, hol dir ein Abo von diesem Kanal, bleib dran, danke, dass du dabei bist und ciao. Setz dir ein Datum.